Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu meinem ersten Video hier auf YouTube. Heute werde ich euch mein neues Motorrad vorstellen, was mittlerweile schon über 6000 Kilometer drauf hat und gar nicht mehr so neu ist. Es ist eine Ducati Panigale V4S, Baujahr 2023. Ich habe mir die Maschine nagelneu gekauft mit 0 Kilometern und habe sie so konfiguriert, wie ich sie haben wollte. Kurz vorab, wie gesagt, es ist mein allererstes Video. Kann sein, dass Ton und Bildqualität, also es wird logischerweise nicht wie bei einem Profi sein, aber ich hoffe, man versteht alles. Und ja, ich fange mal an. Ich werde euch kurz mal zeigen, wie ich das Motorrad konfiguriert habe. Wie gesagt, ich habe es neu gekauft und habe es dann nach meinen Wünschen beim Händler konfiguriert. Ich mache jetzt mal so einen kleinen Schnelldurchlauf. So, ich fange hier mal an. Das ist der Racing-Tankdeckel. Das ist die Ducati Carbon-Abdeckung von Ducati Performance. Dann hier die Flüssigkeitsbehälter, die sehen serienmäßig auch anders aus. Dann habe ich, also ist von Rizoma, ich sag mal von welchem Hersteller alles ist, falls jemand die gleichen die gleichen Extras haben möchte. Von Rizoma, von Ducati Original. Dazu zu den Tankpads sage ich später noch etwas. Guckt mal, wie das hier schon aussieht. Und die habe ich vor 3 Tagen erst drauf gemacht. Aber wie gesagt, dazu sage ich später noch was. Da gehe ich genauer drauf ein. So, dann habe ich hier die dunkle Scheibe von Puig. Falls jemand Interesse hat, Puig, so schreibt man den Herstellernamen. Diese Schrauben, diese schwarzen Schrauben, habe ich online irgendwo her. Also das ist nichts von Ducati, die sind normalerweise silber. Und ich fand einfach, dass schwarz besser passt, weil das Motorrad eigentlich nur aus Rot und Schwarz besteht. So, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, auf der Seite habe ich schon mal alles. Hier vorne ist alles original. Hier sind noch Aufkleber. Falls es der ein oder andere kennt, bei der V4 Superleggera, die Maschine, die 100.000 Euro kostet, ist das hier unten schwarz, ich glaube aus Carbon. Und ich finde, es sieht einfach besser aus. Das werde ich noch irgendwann ändern. Ist auch online von irgendeinem No-Name-Hersteller. Dann geht es hier weiter. Das Schönste am Motorrad, meiner Meinung nach, der offene Kupplungsdeckel. Könnt ihr, wenn ihr bei Ducati bestellt, auch so konfigurieren, wie ihr wollt. Das heißt zum Beispiel, das, was hier rot ist, könnt ihr schwarz nehmen. Das, was hier schwarz ist, könnt ihr rot nehmen. Und das außen, glaube ich, könnt ihr auch, muss auch nicht schwarz sein, könnt ihr, glaube ich, auch rote nehmen. Und dann, die Kenner wissen es, die Auspuffblenden. Der Auspuff ist in der Regel auch Silber, habe ich schwarz beschichten lassen. Und von Rizoma die schwarzen Fußrasten. So, und hier hinten der kurze Kennzeichenhalter. Das war es eigentlich schon. Guckt euch mal an, wie scheiße das aussieht hier. Also ich empfehle euch diese Tankpads nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich da genauer drauf eingehe. Diese Tankpads, die sind original von Ducati. Das sind meine zweiten Tankpads. Die ersten waren genauso in dem Zustand. Dann habe ich die abgemacht, habe das Motorrad komplett gereinigt, entfettet und genauso ordnungsgemäß wieder dran gemacht. Und schaut hier, genau der gleiche Mist wieder passiert. Aber naja, also ich würde euch die nicht empfehlen, nehmt euch irgendwelche anderen. Was ich vorhin vergessen habe, hier die Lenkergegengewichte, auch von Rizoma. So, das war's erstmal zur Ausstattung der Maschine, so wie ich sie konfiguriert habe. Also wenn ihr euch die Maschine nagelneu kauft, könnt ihr sie so konfigurieren, wie ihr es wollt, wie auch bei einem Fahrzeug. Und ja, so war es bei mir. Dann zeige ich euch mal zur Maschine, ich zeige euch jetzt mal das System. So, ich habe mir die Maschine übrigens, am Ende des Videos werde ich euch noch sagen, seit wann ich meinen Führerschein habe. Das wird interessant. Und das Motorrad habe ich gekauft am 13.07. An dem Tag habe ich das Motorrad abgeholt. Also 13.07. Heute haben wir, glaube ich, den 8. Und 8.10. Noch nicht mal 3 Monate und schaut euch mal den Kilometerstand an.
6.827 Kilometer in nicht mal 3 Monaten. Hier seht ihr übrigens die Leuchte, die ihr sehr oft sehen werdet bei Ducati oder zumindest bei dieser Panigale V4, Tankanzeige. Die Maschine hat übrigens keine Tankanzeige, nur wenn ihr auf Reserve seid, geht es an. Am Anfang habe ich lange nachgeschaut und habe gedacht, ich finde es bestimmt nicht, es muss doch eine Tankanzeige haben, so ein nagelneues Motorrad. Aber nein, für diejenigen, die sich das auch gefragt haben, es gibt keine Tankanzeige bei, zumindest diesem Modell. Und nur wenn ihr auf Reserve seid, was ich eigentlich, wenn ich regelmäßig fahre, sehr schnell bin. Ich glaube, ja, hier seht ihr es. Ich habe 179, das ist viel, also 179 Kilometer habe ich geschafft, bis ich jetzt wieder auf Reserve bin. Es ist viel. In der Regel leuchtet sie nach 150 Kilometern schon. Kommt natürlich wie immer drauf an, wie ihr fährt. Aber mit so einem Motorrad fährt ihr eben einfach in der Regel auch schnell. So, ich zeige euch mal kurz, was für Modis es hier gibt. Jetzt muss ich kurz mal schauen, wie das nochmal ging. Kleinen Moment, hier, ihr könnt zuschauen, Setting-Menü, dann Riding Mode. Also, ich fange mal an. Ja, Street Mode gibt's. Hier ist die Leistung eingeschränkt. Ich weiß nicht genau, wie viel PS ihr dann habt. Ach, ich habe vorhin also gar nicht erwähnt, wie viel die Leistung der Maschine. Also die Maschine, sorry dafür, Leute. Sorry dafür. Die Maschine hat 216 PS und 124 Newtonmeter. Und das war's eigentlich schon. Also ich habe nur vergessen, das zu sagen. Also 216 PS und 124 Newtonmeter. So, mir wurde gesagt, dass im Street-Modus, also die Leistung ist eingeschränkt. Und mir wurde gesagt, dass sie im Street-Modus 150 PS hat. Ja. Und dann gibt es und da sind alle Assistenzsysteme auf 6, glaube ich, das höchste, also Wheelie Control, ESC und so weiter. Beim Sportmodus, in dem ich aktuell unterwegs bin, ich habe mir es individuell eingestellt. Wheelie Control habe ich auf 3 und der Rest ist so, wie es beim Sportmodus ist. Und dann gibt es noch Race B und Race A. Da ist so gut wie alles aus. Habe ich noch nicht getestet, werde ich in naher Zukunft auch nicht testen. Und ist auch für sehr erfahrene Fahrer eine Herausforderung. Und ist eigentlich auch für die Rennstrecke gedacht. So, das war's mal zum System. Also das ist wirklich toll gemacht von Ducati, da gibt es vieles, was man einstellen kann, aber jetzt nicht mehr so allzu interessantes. Verbrauch kann ich euch noch zeigen, 6,8 Liter, ist Schwachsinn meiner Meinung nach, stimmt nicht, kann nicht stimmen. So oft wie ich da tanken muss, kann es nicht stimmen. Dann würde ich sagen, mache ich für euch noch einen kleinen Soundcheck. Kurze Info vorab, Leute, die oft YouTube schauen oder eigene Autos haben, selbst Sportwagen besitzen, kennen das. In den Videos kommt der Sound auf keinen Fall so rüber, wie es in echt ist. Genauso wird es wahrscheinlich auch beim Motorrad sein, wird mit Sicherheit auch jetzt beim Motorrad sein. Ich selbst habe noch keinen Soundcheck gemacht und ein Video gemacht. Ich überlege gerade, ich habe auch so noch nie einen Soundcheck von meinem eigenen Motorrad gemacht. Also natürlich fahre ich und genieße da den Sound, aber dass ich jetzt irgendwo rumstehe und einen Soundcheck mache, das mache ich jetzt gerade zum ersten Mal und das fürs Video. So, ja, also dass ihr Bescheid wisst, im Video wird man den Sound nicht so raushören, wie es eigentlich in echt ist. Ich zeige es euch jetzt mal. So. Also ist es schon so laut, dass ich meine eigene Stimme kaum höre. Ich habe mein Mikrofon auch gerade näher an meinen Mund und ich hoffe, dass ihr mich gut hört. Bevor ich Gas gebe, ich zeige euch mal der offene Kupplungsdeckel, wie ihr den habt. So sieht's aus. Wunderschön. Kann ich jedem empfehlen. Ist zwar Geschmackssache, aber ich glaube, es gibt niemanden, der das ganz hässlich findet. So. Übrigens die Tagfahrlichter von Ducati auch wunderschön. Wunderschön. So, kleiner Soundcheck. Moment mal, ich zeige euch mal den Drehzahlmesser.
War bis 8000 Umdrehungen. Meine Ohren fallen ab. Also extrem laut. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich habe ja gesagt, am Ende des Videos werde ich euch sagen, seit wann ich meinen Führerschein habe. Also haltet euch fest. Ich habe ja gesagt, ich habe die Maschine am 13.07. abgeholt. Also Kaufvertrag und alles wurde schon vorher unterschrieben und bezahlt. Und die Abholung der Maschine war am 13.07. Warum war es am 13.07.? Weil ich am 13.07. um 11 Uhr morgens meine Führerscheinprüfung hatte. Und um 15 Uhr hatte ich den Termin zur Abholung der Maschine. Das heißt, ich habe am selben Tag, an dem ich meine Motorradführerscheinprüfung bestanden habe, mein Motorrad abgeholt. Und das als Erstfahrzeug. Jetzt habe ich mal eine kurze Pause gemacht. Wahrscheinlich war es für viele ein Schock. Viele werden sich denken, wie kann man sowas machen? Wie kann man, das ist doch viel zu fahrlässig, ist doch viel zu gefährlich. Also das ist ein großes Thema. Ich gebe da auch den meisten recht. Sogar bei meiner ersten, also ich hatte bisher sowieso nur eine allgemeine Verkehrskontrolle. Da wurde im Schwarzwald ein Motorradfahrer kontrolliert. Und selbst der Polizeibeamte hat in meinen Fahrzeugschein geschaut und gesagt, oh, frisch, nagelneu. Ich so, ja. Hat er erst gesagt, Glückwunsch, schönes Motorrad. Und dann hat er in meinen Führerschein reingeschaut, hat gesagt, ach, scheiße, das ist ja genauso frisch. Und dann hat er gesagt, passen Sie bloß auf mit dem Ding. Also die sagen, das ist viel zu gefährlich, die haben teilweise recht. Aber meiner Meinung nach liegt es an der Person selbst. Also wenn jemand keine Verantwortung übernehmen kann, einfach rücksichtslos ist und sich überschätzt und immer seine Grenzen austesten will, der wird sich auch mit einer Maschine, die 100 PS hat, die auch 60, 70 PS hat, mit so einer Maschine kann man sich genauso umbringen. Was ist das hier? Zum Glück nur Dreck. Ja, es liegt an jedem selbst. Zu mir, ich bin 30 Jahre alt. Ich habe meinen Pkw-Führerschein schon seit ich 18 bin. Ich laufe mal einfach so an der Maschine rum, damit es nicht so langweilig ist im Video, weil ich rede ja nur. Ich habe meinen Pkw-Führerschein seit ich 18 bin und bin seitdem auch regelmäßig Auto gefahren und ich bin 30 Jahre alt. Ich hatte schon immer schnelle Fahrzeuge, also mein aktuelles Fahrzeug ist ein M5 Competition von 2019. Der hat zwar auch OPF, aber der hört sich noch relativ ordentlich an. Mit 625 PS. Mein Fahrzeug davor war M4 und so weiter. Ich hatte oft schnelle Fahrzeuge. Was ich damit eigentlich sagen will, dass ich mit schnellen PKWs Erfahrung habe, aber es kein Vergleich dazu ist, mit Motorrad zu fahren. Also jemand, der denkt, er ist bisher schnelle Fahrzeuge gefahren, braucht nicht auf die Idee kommen, ja komm, dann kann ich mir natürlich auch ein schnelles Motorrad kaufen und gleich mal Vollgas geben. Auf keinen Fall. Das sind zwei verschiedene Welten. Und das alles war mir bewusst und ist mir immer noch bewusst. Und ich bin immer noch ein Anfänger. Und ich weiß, mich zu kontrollieren und ich weiß, die Power dieser Maschine zu respektieren. Ich respektiere es immer noch. Ich habe mir auch schon 5, 6 Jahre lang überlegt, den Motorradführerschein zu machen. Allerdings hatte ich immer zu großen Respekt davor. Und dieses Jahr war es dann eben so weit, dass ich gedacht habe, hey, ich will es jetzt machen und ich bin vorsichtig. Sehr vorsichtig, was ich auch jedem empfehlen würde. Wenn ihr mich jetzt aber pauschal fragt, wenn es um eine Person geht, die ich nicht kenne, keine Infos über eine Person habe und weiß, dass die Person einen frischen Führerschein hat und die Frage lautet, ob sie sich auch so eine Maschine kaufen soll, dann würde ich sagen nein, weil ich ja nichts über die Person weiß. Aber wenn ich weiß, es ist eine reife Person, vor allem im Kopf reif, kann sich kontrollieren, kann sich beherrschen, ist rücksichtsvoll, ist verantwortungsvoll, dann weiß ich nicht, was dagegen spricht. Natürlich ist es besser, mit einer kleinen Maschine anzufangen. Aber wer es sich gönnen will, wieso nicht? So, das war's zum ersten Video. Ich werde in den nächsten Tagen schon mein zweites Video, drittes, viertes, fünftes, sechstes Video posten.
Ich wollte nämlich eigentlich schon viel früher damit anfangen. Ich wollte eigentlich schon damit anfangen, als ich das Motorrad abgeholt habe. Aber die Vorfreude war zu groß, bei der Abholung war die Freude zu groß und in den Wochen darauf war einfach der Fahrspaß riesig. Dazu werde ich auch in den nächsten Videos viel mehr sagen. Ich habe nämlich jeden Tag, an dem schönes Wetter war, genossen und bin rumgefahren. Ihr habt es ja gesehen, ich glaube schon 6.000, 7.000 Kilometer fast drauf. Innerhalb von nicht mal 3 Monaten. Die Motorradfahrer wissen Bescheid. Autofahren ist kein Vergleich. Motorradfahren macht einfach viel, viel mehr Spaß. Egal, ob es so ein Motorrad, ob es mit 100 PS, ob es mit 50 PS ist. Es ist einfach so ein geiles Gefühl von Freiheit. So, jetzt komme ich aber endlich mal zum Schluss. Das war es zum ersten Video. In den nächsten Videos werde ich noch darauf eingehen, zu meiner Erstausstattung, wie es in der Fahrschule war, wie die ganzen Kosten waren. Und wenn ihr irgendwelche anderen Sachen noch wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin offen für alles. Ich beantworte euch alle Fragen, soweit es mir möglich ist. Und ansonsten freue ich mich auf die nächsten Videos und auf die Kommentare und eure Fragen. Also bleibt gesund, fahrt vorsichtig und genießt das schöne Wetter. Bis dann. Ciao.